Hallo, heute sind wir im Kölner Zoo. Jetzt sind wir hinter den Kulissen des Kölner Aquariums und zwar in der Terrarienabteilung im sogenannten Amphibienraum. Das war vor 20 Jahren mein erster Umbau sozusagen, damals noch unter dem Direktor Professor Nogge, dem ich meinen Wunsch angetragen hatte, gerne was für den Artenschutz zu unternehmen und der gesagt hat, ja, diesen Raum kann ich umgestalten. Das war früher ein Futtertierraum und hier haben wir jetzt ganz viele Haltungen für bedrohte Amphibien. Hier haben schon ganz viele Studierende ihre Abschlussarbeiten geschrieben und wir haben auch schon ganz viele bedrohte Arten hier vermehrt. Man sieht hier zum Beispiel gerade Mantella expectata, madagassische Buntfröschchen, Mantella viridis, die hier in großen Stückzahlen vermehrt werden, dann an andere Zoos abgegeben werden können. Hier sind gerade Winkerfrösche aus Borneo, das sind auch Nachzuchten. Hier haben wir das elterliche Becken und hier halten wir die Knochenkopfkröte aus Vietnam, die wir auch vermehren, an Citizen Conservation auch abgegeben haben. Das Erhaltungszuchtprogramm, wo Private mitmachen können. Und hier unten derzeit Moosfrösche, vietnamesische Moosfrösche, die wir gerade auch erfolgreich vermehren. Hier sieht man auch Kaulquappen, auch einer weiteren Ingophrynus-Art, hier Ingophrynus divergens. Aber ja, wo wir hier einen großen Schwerpunkt drauf haben, sind Krokodilmolche. Und Krokodilmolche sind auch Flaggschiffarten der Vietnamesien-Kampagne, neben Moosfröschen. Und hier haben wir vietnamesische Krokodilmolche. Und ich kann hier mal Nachzuchten zeigen. Und ja, da war mein Team damals das erste, was den vietnamesischen Krokodilmolch vermehrt hat. Die Ursprungstiere sind durch die Millen-Station zu uns gekommen. Wir haben 4 Larven bekommen. 2 davon haben wir durchgekriegt. Die haben sich Gott sei Dank auch als Männchen und Weibchen herausgestellt. Und die haben sich erfolgreich vermehrt und mittlerweile konnten wir über 400 hier zur Welt bringen. Ich rede jetzt nicht von Larven, sondern von großen Molchen. Das heißt, hier sind wahrscheinlich mehr vietnamesische Krokodilmolche, wie es noch in Vietnam gibt. Die Art gibt es nur im Nordosten des Landes. Die ist sehr kleinräumig verbreitet. Ja, ein Mikroendemit und wie gesagt, die sind am ehesten weg, ne? Die nur an einer Stelle vorkommen. Man sieht bei der Art auch, wie wichtig Taxonomie ist, Wissenschaft, weil früher dachte man, das wäre alles eine Art in China und Vietnam als sogenannter schwarzer Krokodilmolch. Und nach haben sich weitere Arten herausgestellt, die natürlich dann auch kleinräumiger verbreitet sind. Nach dem Vietnam-Krokodilmolch war es der Ziegler-Krokodilmolch und noch viele weitere Arten sind aus Vietnam beschrieben worden und werden auch immer noch entdeckt. Und dem müssen Zoos auch Rechnung tragen, eben genau diese Tiere zu halten und nicht miteinander zu vermischen. Ja, und hier sind Nachzuchten des vietnamesischen Krokodilmolches, die mein Team hier auf die Reihe gekriegt haben. Und hier sind gerade 2 Jungtiere. Wenn man vorsichtig ist, ich habe mir extra Handschuhe angezogen, kann man auch mal einen auf die Hand nehmen. Hier sieht man einen solchen vietnamesischen Krokodilmolch und die haben so hübsche orange bis gelbe Zehen und Fingerspitzen und auch so einen hübschen Streifen unter dem Schwanz. Das ist der vietnamesische Krokodilmolch und man sieht hier einen relativ glatten Rücken. Der Zieglers Krokodilmolch hat einen etwas raueren Rücken, auch den vermehren wir hier bei uns. Und das Schöne ist, dass wir diese Art nicht nur an andere Zoos in Europa haben abgeben können, zum Beispiel Wien, sondern auch an das Erhaltungszuchtnetzwerk Citizen Conservation. Und wir haben auch Kölner vietnamesische Krokodilmolche bereits wieder zurück nach Vietnam geschickt. Also nicht nur mit den Philippinen-Krokodilen, wir setzen auch Wechselkulten aus und wir bringen auch vietnamesische Krokodilmolche zurück nach Vietnam. Und das ist eine weitere Flaggschiffart, für die wir uns ex situ in der Erhaltungszucht weiter einsetzen und eben auch vor Ort zu gucken, was können wir noch für die Populationen tun, können wir sie besser schützen, wie ist der Populationsstatus, sind sie abnehmend, steigen sie an. Ganz wichtig dran zu bleiben, weil wenn wir was verpassen, kann das mitunter auch ganz schnell zu spät sein. Ja, das gehört zur Zoohaltung und zur Zoobiologie auch dazu, herauszufinden, wie man Arten am besten hält und vermehrt. Und mittlerweile haben wir hier ein sehr erfahrenes Team, was die Krokodilmolche betrifft. Das war aber nicht von Anfang an so.
Elefanten und Tiger kann mittlerweile, sage ich mal, fast jeder Zoo halten, aber gerade bei den Amphibien und Reptilien ist noch sehr viel Forschungsarbeit zu leisten und da ist praktisch jeder Erfahrungswert wichtig, deswegen publizieren wir diese Daten auch und manche Sachen klappen bei uns und woanders nicht, manche Sachen klappen woanders und bei uns, deswegen ist das auch ganz wichtig, diese Informationen zu teilen. Ja, und das, was jetzt hier praktisch bei uns Standard ist, das war natürlich am Anfang die Sensation, die erste Eierplage. Mittlerweile klappt das durchweg. Und hier, ich möchte das Tierchen auch nicht zu lange stören. Hier sieht man ein großes, kräftiges Weibchen und man sieht den dicken Bauch, da sind bestimmt Eier drin. Und das wird sicherlich auch demnächst Eier ablegen. Möchte ich jetzt auch nicht in die Hand nehmen, um es nicht zu stören. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut doch mal in unsere Playlist über den Kölner Zoo.